Du kannst im Bett liegen bleiben und trotzdem den Kofferraum von innen öffnen. Wie geil wär's? Genau das machen wir heute. Dafür machen wir im T6 zunächst erstmal die Heckverkleidung ab, um dann das Kabel einmal komplett durch die Heckklappe in den Fahrzeuginnenraum zu bringen. Das ist schon sehr fummelig, muss ich sagen, also das müsst ihr euch wirklich gut überlegen, ob ihr das macht. Alternativ kann man nämlich den Taster auch einfach auf die Abdeckung machen, wo der Scheibenwischer sich dahinter befindet. Aber wenn ihr das so machen wollt, kann ich euch nur ein Draht empfehlen, mit dem ihr das dann durchzieht einfach. So, dann habe ich hier die Abdeckung weggemacht, wo später der Taster rein muss und habe mal den Taster probeweise schon mal angeschlossen, um zu sehen, ob er auch funktioniert. Für den Leitungsquerschnitt könnt ihr euch an der Leitung vom Kofferraumkabel selbst orientieren. Dafür muss natürlich dann auch die andere Seite dementsprechend vorbereitet werden. Sprich, ich habe das Ganze über Stromdiebe gelöst und einfach bin ich auf die gleiche Signalleitung gegangen, wie der originale Taster von dem Öffner auch ist. Dann könnt ihr den Taster mit einfachen Steckverbindern anschließen und könnt ihn auch jederzeit wieder abmachen. So sieht es dann fertig aus, wenn ihr das an dem Türschlossmodul angeschlossen habt. Und schon habe ich mich dran gemacht, die Blende zu bearbeiten. Dafür einfach ein Loch reingebohrt und dann den Taster eingebaut. Den verlinke ich euch natürlich auch unten im Video, dann könnt ihr den gleichen nachbestellen. Das ist 16 mm, der hat eigentlich sehr gut gepasst, muss ich sagen. Dann nochmal kurz das Kabel anschließen und die Blende wieder einklipsen. Und dann sieht das Ganze auch so aus, als wäre es original so gewesen. Anschließend habe ich dann wieder alle Verkleidungen dran gemacht und die Tülle zwischen Kofferraum und Fahrzeug wieder festgemacht natürlich, damit da kein Wasser reinkommt in die Leitungen. Und hier seht ihr schon das Ergebnis, ihr könnt den Kofferraum easy jetzt von innen öffnen.